Hallo zusammen, Willi wieder mal da. Ja, ich bin jetzt endlich einmal wieder gesundet oder sagen wir mal zu 95%, wie ich es auch schon im Beitrag geschrieben habe. Mich hat es ordentlich hergerissen mit meinem Magen oder Darm oder ja, was auch immer. Äh, war halt keine schöne Zeit. Hat mir zwar jetzt geholfen beim Abnehmen, was ein Ziel von mir ist, aber eigentlich hätte ich das lieber anders gemacht, als wie zu 99% auf der Toilette zu sitzen. Ja, jetzt geht es mir besser. Die Hitze hat zum Glück auch einmal nachlassen. Ähm, und jetzt habe ich mir gedacht, muss ich das gleich ausnutzen, weil am Handy steht schon wieder Temperaturanstieg in den nächsten 2 Tagen erwartet. Ähm, und deswegen jetzt einmal gleich eine Reaction machen. Vorstellungsgespräch habe ich hinter mich gebracht für alle, die den Beitrag gelesen haben. Danke mal fürs Daumendrücken auch. Schaut positiv aus, sage ich mal. Montag habe ich mal einen Probetag oder so einen Schnuppertag halt. Und wenn alles passt, dann kann ich am 1.9. glaube ich anfangen. Und ja, zweiter Job ist auch noch in Schwebe. Der würde mir persönlich mehr zusagen. Aber ich nehme es, wie es kommt. Hauptsache ist arbeiten gehen wieder. Ähm, ja, der Wunsch wurde teilweise von dem Mitglied Martin Hype äh, gewünscht. Teilweise in dem Fall nur, weil er sagte, ich soll auf Neil Diamond reagieren. Hat aber keinen Titel dazu genannt. Ich habe jetzt gegoogelt, nachdem ich heimgekommen bin und gegessen habe. Und da habe ich gesehen, okay, Sweet Caroline ist mir vorgeschlagen worden von Google. Wenn das ist, was ich jetzt so irgendwie im Kopf habe, dieses Sweet Caroline. Okay, ich quäle euch nicht weiter mit meinem Gesang. Ähm, dann ist das kein Lied für mich zum Reacten, weil das kenne ich, wenn ich bei meiner Mutter zu Besuch bin, spielt das öfters im Radio Burgenland oder was sie hört. Und das ist absolut nicht meins. Ich habe mir jetzt mal ein Lied rausgesucht, das vorgeschlagen worden ist, I Am, I Said. Klingt vom Titel her interessant, ich kenne es nicht. Aber wie ich das I Am, I Said gelesen habe, habe ich irgendwie so im Kopf gehabt, so ich denke, also bin ich. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Herzlichen Dank auf alle Fälle mal an Martin Hype, auch für den Riesensupport mittels Super Thanks und der Mitgliedschaft. Danke, danke, danke. Ja, ich würde sagen, ich rede nicht mehr viel. Ich setze mal meine Kopfhörer auf und hoffe, dass OBS auch passt, weil da hat es mir einiges zerschossen mit dem letzten Update. Lautstärke passt. Okay, klingt sehr ruhig und nachdenklich, die Melodie. LA is fine, the sun shines most of the time. Feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised. Nowadays I'm lost between two shores. LA's fine, but it ain't home. New
New York's home, but it ain't mine no more. New York's home, but it ain't mine no more. Am Anfang singt er LA's fine, also Los Angeles. Und dann singt er in, weiß nicht, ob das jetzt eine Strophe war oder ob das zwei Strophen waren, New York, born and raised, also geboren und aufgewachsen. Das ist ja quasi dann die Differenz, ne? New York, Ostküste, und LA ist Kalifornien, ist Westküste. Dann singt er Alice fine, but it ain't home. Also LA ist super, aber ist halt nicht mein Zuhause. Aber New York fühlt sich auch nicht mehr so an. Okay, geht um Umzug. 1971 war der Titel. Okay, das war so die Hippie-Hochzeit, glaube ich auch, oder? So das California Dreaming Vibe. Wobei er mir jetzt nicht so ganz nach Hippie ausschaut, sondern eher mehr so Establishment treu. Kann mich aber auch täuschen, also ich will da jetzt nicht reininterpretieren, aber LA ist, glaube ich, damals, oder Kalifornien ist halt damals ziemlich groß gewesen, was auch Musik- und Filmindustrie und so angeht, glaube ich. Ich war 71 noch nicht auf der Welt. Da war ich noch nicht mal ein Gedanke, glaube ich. Aber bis jetzt einmal okay, ja. Ein sehr ruhiges Lied, sehr nachdenklich wirkend. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I have myself to no one there, and no one there at all, not even the chair. I am, I cried. I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, to talk about me, the story's the same one. Er hatte jetzt irgendwie, glaube ich, so die Story von der Froschkönig rein interpretiert. Zumindest mache ich das jetzt, glaube ich, gerade. Er singt Did you ever read about a frog who dreamed of being a king oder so? Und then become one. Hört sich für mich schon sehr nach, heißt das der Froschkönig?
Ich glaube, das heißt der Froschkönig. Ähm, von den Gebrüdern Grimm, das halt. Und so wie er das aber singt, klingt das jetzt nicht so irgendwie nach Happy End oder so, sondern eher fast schon zynisch, depressiv. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, wenn, weiß ich nicht, ob es da jetzt wirklich um Lebenserfahrung von ihm geht in dem Song oder ob das einfach nur ein Song ist. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man jetzt übersiedelt, vor allem wenn man sich jetzt Amerika vorstellt und dann wirklich von einem Ende ans andere Ende zieht, dass das schwer ist, dort Fuß zu fassen. Ja. Man kommt jetzt natürlich dann auch darauf an, macht er das aus beruflichen Gründen, weil ich weiß das ja von vielen Bekannten, die Amerikaner sind, ähm, dass die viel umziehen, allein schon wegen den Jobs. Ähm, was für mich persönlich die absolute Hölle wäre. Also so oft umziehen, das wäre gar nichts für mich. Aber ja, also ich finde, wenn das jetzt wirklich eine Anspielung war auf der Froschkönig, war das eine wirklich starke Metapher. Also, The story's the same one, but I got an emptiness deep inside, and I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am myself to no one there, and no one there at all, not even the chair. I cried, I am sighed, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still. ja, also der Refrain gibt einem auch sehr zu denken. Jetzt sehe ich gerade, dass da eine Reaction vorgeschlagen wird. Oh, vor 4 Wochen sogar auch. Gut, entweder hat Martin Hype auch dort zugeschlagen oder Neil Diamond ist gerade wieder in Mode. Ähm, ja, zum Refrain. Wahnsinn. Ich sprach, ich bin, doch es ist keiner da, der mir zuhört, nicht mal das Sessel. Äh, das ist, ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie das Gefühl, wenn man mit jemandem redet und
es hört einem keiner zu und man denkt sich so, ich könnte eigentlich auch mit der Wand reden. Er hat halt anders umschrieben mit dem Sessel, aber ich finde das so gut. Das hat mich wirklich jetzt ein bisschen eiskalt auch erwischt. Hab das am Anfang jetzt gar nicht so mitgekriegt, dass er das gesungen hat. Und dass er auch singt so, ja, und ich bin verloren und ich weiß nicht mal warum. Ja, also das ist so gut verpackt, so Existenzangst und Einsamkeit. Ja, also er hat das wirklich wunderschön verpackt in einem Song. Und auch sein Gesichtsausdruck, also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob er den Song jetzt geschrieben hat, aber ich glaube, er hat das richtig gefühlt auch. Zumindest ist vom Gesichtsausdruck so rüberkommen. Und ja, wie mir Martin Hype geschrieben hat, ich soll auf Neil Diamond reagieren, habe ich ihm gesagt, ja, Neil Diamond sagt mir was, aber halt seine Songs nicht. Bis ich dann eben gelesen habe, heute bei der Google-Suche dieses Sweet Caroline. Und da ist mir auch eingefallen, ich kenne ihn aus einer Dokumentation, weil ihm ist die Rolle im Film Taxi Driver anboten worden, die nachher der De Niro gespielt hat. Und dadurch, dass mir De Niro gefällt, kenne ich da so ziemlich jeden Film. Und haben wir natürlich auch die Doku reinzogen und da ist dann der Name Neil Diamond gefallen. Ich habe das heute dann noch mal kurz gegengecheckt, ob ich da auch nicht wirklich irgendwas verwechsel, aber das war schon so. Aber trotzdem, selbst wenn er Schauspieler war, der Neil Diamond, glaube ich nicht, dass er das jetzt so gespielt hat. Das hat nämlich wirklich so gewirkt, als hätte er das Ganze durchlebt. Aber alles in allem, textmäßig hat es mir sehr gut gefallen. Für mich macht jetzt trotzdem nicht den Eindruck, als wäre er da irgendwie so in der Hippie-Bewegung verwurzelt. Dafür schaut er mal zu bürgerlich aus, sagen wir es einmal so, oder zu konservativ. Und auch seine Musik ist jetzt nicht so das Psychedelische, wie man es von den Hippies kennt. Hendrix und Co. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich würde euch eure Meinung zu dem Song interessieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Gerne auch einen Kommentar. Und ja, ich werde mich weiterhin bemühen, alle Kommentare noch zu beantworten. Es sind noch so viele offen und es kommen jeden Tag fast neue Kommentare dazu. Was die Aufgabe nicht einfacher macht, aber das ist ja jetzt auch kein Problem. Ja, alles in allem. Ihr könnt mir weiterhin auch Vorschläge natürlich schicken. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und den Kanal dann unterstützt dadurch. Ist kostenlos und mir hilft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.